Hallo liebe ThermianerInnen, in diesem Video möchte ich euch die Lösung CryptPad genauer vorstellen. Bei CryptPad handelt es sich um eine Open Source Cloud Lösung, mit der ihr kollaborativ, also gemeinsam, Dokumente bearbeiten könnt. Die könnt ihr nutzen für euch privat und natürlich mit euren Freunden zusammen oder einem Verein, aber auch in einer kleinen Firma. CryptPad ist im Gegensatz zu den anderen Lösungen, die ich euch bereits vorgestellt habe, etwas komplizierter zu installieren. Ich möchte euch aber hier Schritt für Schritt durch die Installation durchführen. Wir benötigen als Voraussetzung einmal 2 Domains. Da CryptPad besonders auf Sicherheit ausgelegt ist, arbeitet es mit einer zweiten Domain, die zusätzlich für sogenannte Cross-Site-Scripting-Attacken schützt. Diese 2 Domains habe ich aber jetzt erstmal nicht, weil ich möchte das Ganze ja bei mir zu Hause im Self-Hosting betreiben und dafür habe ich hier auf meinem Router nur eine Domain eingerichtet und zwar mit DynDNS. Die habe ich hier aktiviert. Die läuft über freedns.afraid.org. Ihr könntet jetzt auf der Domain auf freedns.afraid.org einfach die Wildcard-Domain aktivieren und dann könntet ihr einfach irgendwas .tuxwiz.mu.com einrichten und auch nutzen. Ich möchte das aber nicht. Ich habe nämlich hier bei meinem Hoster auch noch meine richtige Domain spacefun.ch und ich möchte die gerne nutzen. Und ich zeige euch jetzt einen Trick, mit dem ihr ganz einfach auch für das Self-Hosting eine offizielle Domain nutzen könnt und nicht nur auf diese DynDNS-Adresse zugreifen müsst. Ich bin hier dazu im Verwaltungspanel für die DNS-Konfiguration von meiner Domain bei meinem Hoster und kann hier einen sogenannten CNAME hinzufügen. Ein CNAME ist so etwas wie ein Alias und dieses Alias zeigt dann auf meine DynDNS-Domain. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Alias erstellt, CryptPad.spacefun.ch. Das ist eine TTL, Time to Live. Und hier wird der Name des Ziels mit einem Punkt am Ende angegeben. Also CryptPad.spacefun.ch zeigt jetzt auf tuxwiz.mu.com. Und das gleiche könnte ich jetzt für die zweite Domain machen. Und das habe ich hier schon mal vorbereitet. Da gibt es eine zweite CryptPad-Sandbox.spacefun.ch und die zeigt ebenfalls hier auf tuxwiz.mu.com. Und so kann ich dann einfach über diese offiziellen Namen auf meine Self-Hosting-Lösung zugreifen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Das habe ich jetzt hier im Vorfeld schon mal vorbereitet. Zusätzlich müsst ihr natürlich auch auf eurem Server das Port Forwarding aktivieren. Also ich möchte ja gerne, dass mein Server aus dem Internet erreichbar ist und dazu muss ich die IP-Adresse kennen. Ich installiere meine Lösung hier wie üblich auf meiner eigenen Linux-Distribution, die heißt TuxWiz. TuxWiz Mini eignet sich super für die Installation von einem Server. Die ist ganz schlank und mit wenig Software ausgestattet, hat aber trotzdem eine grafische Oberfläche. Ich kann hier also im Terminal erstmal die IP-Adresse rausfinden, IP_A_S und hier sehe ich schon meine IP-Adresse in meinem LAN. Das muss ich jetzt in meinem Router natürlich noch entsprechend forwarden. Ich habe das hier in dem Fall schon mal vorbereitet. Hier in dem Bereich NAT kann ich die Protokolle HTTP, das wäre Port 80, und HTTPS forwarden auf diese Zieladresse. Das sieht bei euch vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen ist das überall gleich, auch auf einer Fritzbox. So, das nun zur Vorbereitung. Jetzt möchte ich aber eigentlich die Software installieren und die heißt ja CryptPad. Da schauen wir mal, cryptpad.org, wie das Ganze denn hier so aussieht. Hier finde ich hier auch die Dokumentation, die ist sehr ausführlich. Ich möchte jetzt erstmal die Administrationsanleitung sehen, denn da wird mir genau erklärt, wie ich die ganze Software installieren kann. Hier wird als allererstes schon mal angezeigt, dass ich 2 Domains brauche. Ich kann das Ganze hier auch auf Deutsch umstellen. Manche Sachen sind auf Deutsch. Hier wird es immer noch in Englisch angezeigt. Da müsst ihr schauen, was bereits übersetzt ist und was noch nicht. Also ich habe 2 Domains, das sind die Hardware-Voraussetzungen. Ich brauche also einen Server. Ich habe jetzt hier natürlich ein Debian-System. TuxWiz basiert auf Debian, 2 CPUs und 20 GB Storage. Also auch wenn ihr das in einer virtuellen Maschine installiert, solltet ihr die entsprechend ausrüsten. Das habe ich jetzt also. Ich brauche dann als weiteres Git Node.js von npm. Also die empfehlen, das Ganze von NodeSource zu installieren und das machen wir jetzt auch als allererstes mal. Node.js ist zwar auch in Debian enthalten, wir möchten aber hier die empfohlene Lösung
über das Repository des Projektes wählen. Dazu gehe ich hier auf Node Source und kann dann hier die entsprechende Anleitung dann befolgen. Da suche ich mal nach LTS, da gibt es das für Ubuntu und dann gibt es das hier für Debian. Das kann ich dann entsprechend so aufsetzen. Ich habe das Ganze wie üblich hier in so einem Cheat Sheet vorbereitet. Das teile ich natürlich auch gerne mit euch in unserer Telegram-Community. Also kommt in unsere Telegram-Community, da könnt ihr einfach hier auf spacefun.ch, dann auf Telegram klicken und schon seid ihr drin und dann könnt ihr auch dieses Cheat Sheet sehen. Also hier ist diese Installationsanleitung, da habe ich mir die wichtigsten Punkte schon mal rauskopiert. Ich mache das Ganze jetzt mal als root, also mache sudo bash, gebe mein Passwort ein und kann die Befehle dann als root ausführen. Hier installiere ich als allererstes mal curl. Curl wird benötigt, um das Installationsskript herunterzuladen. Das kann ich dann hier herunterladen. -O sagt mir, ich möchte es unter einem bestimmten Namen speichern. Ich gehe mit cd in mein Home-Verzeichnis des User Roots, pwd/root, da bin ich schon drin. Also mit curl lade ich das runter und habe jetzt hier in meinem Home-Verzeichnis des Users Root dieses Setup-Skript. Das führe ich jetzt aus mit bash und den Skriptnamen. Ich könnte es auch ausführbar machen mit Gmod plus x und / den Skriptnamen angeben. Das hat er jetzt gemacht und er sagt mir jetzt auch genau schon, was ich da tun sollte, nämlich hier das Node.js installieren. Das paste ich jetzt hier auch mal rein. Hier wird jetzt Node.js im Hintergrund bereits eingerichtet. Das wird benötigt für die weitere Installation. Wir möchten jetzt die Software natürlich nicht als Benutzer root laufen lassen, sondern als ein dedizierter Benutzeraccount. Mein Benutzer hier, den ich hier verwenden möchte, den nenne ich auch gleich mal CryptPad und so richte ich den dann entsprechend ein. Hier kann ich mit dem Kommando user-add -m CryptPad -s bin bash den Benutzer anlegen und habe dann schon den entsprechenden Benutzeraccount aktiv. Da rein kann ich wechseln mit su Leerzeichen Leerzeichen CryptPad und bin dann schon als Benutzer CryptPad unterwegs und kann die weiteren Schritte hier ausführen. Hier klone ich dann als allererstes mal das Repository des Projektes. Das wird in der Installationsanleitung auch hier im Detail beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Das mache ich jetzt hier mal in einen Ordner CryptPad. Also das ist git clone, damit klone ich das Repository, das ist das Repository.git und das ist das Verzeichnis, in das ich das Ganze dann gerne klonen möchte. Das passiert jetzt hier alles automatisch im Hintergrund. Nachher kann ich die Installation dann in diesem Verzeichnis als der Benutzer CryptPad ausführen. Ich kann jetzt hier parallel nochmal ein weiteres Terminal aufmachen und wir hatten ja eben den Befehl user-add genutzt und ich möchte euch jetzt noch zeigen, was der Parameter -m bedeutet. Also dazu kann ich mal man user-add aufrufen und kann hier in der man-Page auch suchen mit / und dann zum Beispiel -m und Enter. Und dann kann ich jetzt hier mit n weitersuchen für Next. N steht da für Next. Und hier sehe ich auch schon der Parameter -m oder --create home sorgt dafür, dass auch für den Benutzer ein Home-Verzeichnis erstellt wird. Denn normalerweise wird bei user-add im Gegensatz zum Befehl add-user kein Home-Verzeichnis angelegt. Das hat er hier also gemacht. Ich habe jetzt hier auch ein Home-Verzeichnis, das kann ich mir auch anschauen im Ordner Home. Hier klont er jetzt hier im Hintergrund die ganzen Objekte, also er checkt die ganzen Objekte des Projektes aus. Das ist natürlich sehr umfangreich und das kann natürlich zum Teil ein wenig dauern. Im nächsten Schritt möchten wir dann, wie hier in der Anleitung beschrieben, die Dependencies installieren und die jeweiligen Komponenten. Dazu gehe ich dann in das Verzeichnis, das kann ich hier schon mal aufrufen. Warte jetzt hier noch einen Moment so, cd CryptPad und kann jetzt hier schon den Befehl npm -ci ausführen. Das macht er jetzt hier bereits im Hintergrund und ich kann dann schon die einzelnen Komponenten, die benötigt werden, installieren, weil die werden natürlich nicht in dem Git-Repository mit ausgeliefert, sondern die werden über den Paketmanager von Node.js nachinstalliert. Wir brauchen dann nachher neben der eigentlichen Software
auch noch einen Proxy-Server davor, denn die Software selbst läuft auf einen dedizierten Port und wir möchten die ja nachher über HTTP und HTTPS erreichbar machen. Ich führe jetzt den Befehl npm-1 install Components aus, um die Komponenten, die benötigt werden, tatsächlich auch nachzuinstallieren. Das hat er hier jetzt sogar schon gemacht. Er ist also damit schon sozusagen durch. Diese Schritte habe ich jetzt hier bereits alle befolgt und ich könnte jetzt noch optional OnlyOffice mit installieren. OnlyOffice ist eine Zusatzkomponente, die ist so halb proprietär und die bietet dir an, zum Beispiel auch Tabellen gemeinsam zu bearbeiten. Falls du das möchtest, da gibt es hier ein Skript, install-onlyoffice, das könntest du hier einfach ausführen. Ich lasse das jetzt in dem Fall erstmal weg. Jetzt möchten wir natürlich noch eine Konfigurationsdatei erstellen und dazu kann ich die Beispielkonfiguration hier in die config.js kopieren. Dazu führe ich copy config/config.example.js nach config.js aus. Die kann ich dann mit nano bearbeiten. Nano config.js. Hier gibt es jetzt einige wichtige Punkte, die wir beachten müssen. Das ist die eigentliche Konfiguration der Software. Und zwar als erstes Mal müssen wir die URL angeben. Ich habe euch ja gesagt, wir haben zwei Domains, eine Safe und eine Unsafe. Die Unsafe ist die normale URL, über die die User nachher zugreifen. Ich möchte das Ganze über HTTPS machen. Ich gebe hier also HTTPS an und dann gebe ich hier den Domainnamen, den ersten Domainnamen, den ich eingerichtet habe, an. Also es wäre in meinem Fall cryptpad.spacefun.ch. Das ist jetzt hier also fertig. Dann gibt es noch diese zweite URL, die ist jetzt hier noch auskommentiert, die Safe Origin. Die muss ich hier entfernen, die zwei Slashe. Und dann kann ich hier auch entsprechend schauen, dass ich da die richtige URL eintrage. Und das wäre jetzt hier in meinem Fall die zweite Domain, die ich angelegt habe, cryptpad-sandbox.spacefun.ch. Diese URLs können bei dir natürlich variieren. Das kann deine Dyn-DNS-Domain sein mit einer Subdomain. Das musst du für dich selbst entscheiden, ob du da eine offizielle Domain verwenden möchtest oder nicht. Also diese zwei Werte haben wir hier schon mal ausgeführt. Das ist also schon mal sehr gut. Das kann ich jetzt speichern, Ctrl oder Steuerung O, Enter, Ctrl X und bin schon raus damit. Jetzt führe ich einige Schritte wieder als Root-Benutzer aus. Ich gebe also Exit ein und bin dann wieder Root, weil ich war ja vorher Root und habe nur in den Kontext des CryptPad-Users gewechselt. Hier möchte ich dann als nächstes mal noch einen Systemd-Service zum Starten der Applikation installieren. Dazu kopiere ich hier diese Zeile und mit der Zeile sollte dann ein entsprechendes Systemd-File hier erstellt werden. Und zwar sagt er das wieder hier, das Projekt stellt eine Service-Definition zur Verfügung und ich möchte das in das Zielverzeichnis etc systemd system-cryptpad.service reinkopieren. Und da sehe ich auch schon meine Systemd-Definition. Falls ihr hier jetzt einen anderen User verwendet habt oder ein anderes Home-Verzeichnis, dann müsstet ihr das natürlich hier entsprechend anpassen, denn das ist alles auf den Benutzer CryptPad ausgelegt. Das haben wir hier gemacht und jetzt könnten wir diesen Systemd-Service auch schon aktivieren. Das kann ich hier als Root mit systemctl enable --now, das startet den auch gleich, CryptPad machen. Jetzt kann ich dann als nächstes nochmal schauen, ob er das wirklich gemacht hat. Systemctl Status CryptPad. Das sieht doch ganz gut aus. Er sagt hier aktiv. Ich kann das Ganze auch mit netstat -antp noch prüfen und sehe hier, da lauscht was auf Port 3000 und 3003. Das hat doch schon mal super geklappt. Jetzt möchten wir als nächstes den Proxy-Server installieren. Da wird es jetzt noch mal ein bisschen kompliziert. Der Proxy-Server hängt vor der Applikation, schützt die auch noch mal zusätzlich und dient dem Bereitstellen der Webseite im Internet. Also damit kannst du die nachher über HTTP und HTTP erreichen. Dazu installiere ich den Nginx Proxy-Server. Das ist ist eigentlich ein Webserver, der auch als Proxy genutzt werden kann. Und der wird hier im Hintergrund dann schon installiert. Dann mache ich jetzt hier schon mal ein Verzeichnis und möchte dann jetzt hier noch die OpenSSL DH-Palms für zusätzliche Sicherheit generieren. Das dauert ein bisschen, deswegen mache ich das jetzt hier im Vorfeld schon im Hintergrund.
OpenSSL, dhpalm, -out, etc, nginx, dhpalm.pem mit 4096. Und das macht er jetzt hier fleißig im Hintergrund. Ich kann jetzt also in einem weiteren Terminal-Tab hier schon weiterarbeiten. Ich mache wieder eine Root-Konsole auf und kann dann entsprechend weiterarbeiten. Ich möchte jetzt hier natürlich, dass das Ganze auch mit Let's Encrypt verschlüsselt wird. Das mache ich wie üblich mit Certbot. Das ist eine ganz super Lösung, die macht mir das alles automatisch. Die muss ich natürlich erst installieren. Dazu kann ich sudo apt install certbot und die Nginx-Integration mit Python 3-certbot-nginx installieren. Das erfolgt jetzt hier im Hintergrund und ich kann dann schon meine SSL-Zertifikate für meine Domain beziehen. Und zwar mache ich das wie folgt. Hier muss ich jetzt eigentlich kein sudo angeben, weil ich ja jetzt als Root arbeite. Certbot -nginx, cert-only -d und dann kann ich zwei Domains angeben. Ich möchte, dass beide Domains in diesem Zertifikat enthalten sind, also cryptpad.mydomain.com. Das müsst ihr natürlich bei euch entsprechend anpassen. Bei mir heißt das jetzt spacefun.ch und das ist die Sandbox-Domain, die auch wieder spacefun.ch. Und dann schauen wir doch mal, ob er es jetzt schafft, hier schon ein Zertifikat für mich zu generieren. Jetzt muss ich hier noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen, astronaut@spacefun.ch. Dann werde ich jetzt noch gefragt, ob ich den Nutzungsbedingungen zustimme. Da sage ich jetzt ja. Ob ich meine E-Mail-Adresse teilen will, das möchte ich jetzt nicht machen. Und jetzt versucht er hier im Hintergrund das Zertifikat auch schon zu beziehen. cryptpad.spacefun.ch und cryptpad-sandbox.spacefun.ch. Und hier sehe ich, hier hat er jetzt meine Zertifikate auch gespeichert. Das eine ist das Zertifikat und das andere ist der Key. Das kann ich mir hier auch nochmal wegkopieren. Also hier habe ich das für euch auch schon mal vorbereitet mit einem allgemeinen Namen. Das hier, das entspricht dann eurer Domain. Das ist ja ganz klar. Jetzt stellt das Projekt auch eine Nginx-Conf zur Verfügung, also das ist natürlich eine super Sache. Die möchten wir auch als Beispiel nehmen und die kopiere ich mir jetzt hier dann entsprechend auch mal weg. Dazu markiere ich mir jetzt die Zeile und kann jetzt hier als Root diese Datei example-nginx.conf nach etc-nginx-conf.d cryptpad.conf herunterladen. Diese Konfigurationsdatei muss ich jetzt natürlich bearbeiten. Schreibe ich euch hier auch noch ein Nano dafür vor. Nano, dass ihr das dann wisst. Und da noch einige Änderungen durchführen, weil da sind ja natürlich noch einige Anpassungen notwendig. Das haben wir jetzt hier nicht, das Include Let's Encrypt Wegbroot. Da sind zusätzliche Sicherheitseinstellungen drin, die, wenn man zum Beispiel ACMI verwendet, integriert werden. Certbot arbeitet da ein bisschen anders. Was hier jetzt wichtig ist, ist, dass wir hier den Servername entsprechend anpassen. Also da müssen auch wieder beide Domains mit rein. Also cryptpad.spacefun.ch, cryptpad-sandbox.spacefun.ch. Dann sind hier die Zertifikate natürlich ganz wichtig. Da haben wir einmal das Zertifikat und den Key. Die habe ich ja hier vorher erstellt. Bei mir ist das jetzt hier das Zertifikat. Das kopiere ich mal hier rein. Dazu lösche ich diese Zeile. Wichtig ist, dass beim Nginx diese Konfigurationszeilen immer mit einem Semikolon abgeschlossen werden, sonst kann der die nicht richtig interpretieren. Und dann habe ich hier noch meinen Key. Den kopiere ich hier auch mal. Also, das ist noch das dhpalms-File, das wird im Hintergrund hier immer noch generiert. Das dauert, wie gesagt, ganz schön lange, da müsst ihr vielleicht ein bisschen Geduld haben, bis das dann tatsächlich auch durch ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch andere Sachen einstellen müssen. Nein, hier ist eigentlich die Konfiguration dann soweit auch schon fertig. Wir möchten dann nachher natürlich noch einige Einstellungen vornehmen an der Installation. Und zwar schauen wir uns das hier auch nochmal an. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt systemd installiert. Das Ganze gibt es auch als Docker. Die sind aber noch nicht ganz so weit. Das habe ich mir zunächst angeguckt. Und es wird auch noch nicht empfohlen. Ich kann euch das auch nicht empfehlen. In dem Fall installiert es wirklich lieber selbst. Hier sind die Domain. Da sind wir jetzt. Wir sind dabei, den Nginx zu konfigurieren. Da ist auch nochmal die dhpalm-Konfiguration.
Und dann können wir hier, also das ist die Konfiguration, das haben wir auch schon gemacht. Und dann können wir nachher hier auch noch einen Administrator konfigurieren in der Config. Das ist einem auch noch ganz wichtig, das können wir dann machen, wenn der erste Benutzer-Account erstellt worden ist. Wir möchten das Ganze nachher dann auch noch ein bisschen absichern, denn ich möchte, dass nur angemeldete Benutzer diese Lösung nutzen können, denn sonst ist das Ganze offen für jedermann und jede Frau. Also da kann dann jeder wirklich mitarbeiten. Und ich möchte das Ganze wirklich nur für meine Bekannten, meine Freunde und die Familie öffnen, weil die sollen damit arbeiten. Hier seht ihr dann auch noch die Proxy-Konfiguration in Nginx übrigens. Da leitet ihr dann die Requests auf Localhost Port 3000 und Port 3003, die wir vorhin mit Netstat gesehen haben, weiter. Ich sage jetzt hier schon mal Ctrl-O und Ctrl-X. Während er jetzt hier im Hintergrund quasi noch zugange ist mit der dhpalm-Konfiguration, kann ich hier schon mal beginnen, die Konfiguration entsprechend nachher anzupassen. Das ist aber wichtig, weil wir müssen uns jetzt gleich erstmal einmal anmelden, damit wir dann die entsprechenden Rechte auch vergeben können. Das Ganze erfolgt dann wieder als CryptPad-Benutzer. Alle Änderungen an der CryptPad-Konfiguration mache ich immer als CryptPad-User, also SU-CryptPad. Dann bin ich wieder der CryptPad-Benutzer und das Ganze ist ja hier installiert in dem Verzeichnis CryptPad. Also das ist eigentlich soweit alles fertig. Da kann ich jetzt hier dann schon mal einen Ordner vorbereiten, mkdir customize, und kann dann diese Beispielkonfigurationen dort reinkopieren. Ich kopiere als erstes mal copy customize.dist /application_config.js nach customize. Dann habe ich schon mal so eine Konfiguration hier, mit der ich nachher arbeiten kann. Und dann kann ich hier diese Parameter hier aus dieser Datei, die aktuell aktiv ist, eigentlich auch einfach übernehmen. Oder ich kann jetzt statt dieser Konfiguration direkt diese hier, die interne Konfiguration, reinschreiben. Ich glaube, ich mache das lieber. Also ich konfiguriere jetzt das dann direkt in dieser Konfigurationsdatei. Und in dieser Konfigurationsdatei werden dann nachher die einzelnen Einstellungen von der App selbst vorgenommen. Die kann ich dann auch wieder mit Nano öffnen und da können wir dann natürlich noch einzelne Konfigurationen hier vornehmen, wie zum Beispiel den Zugriff einzuschränken, dass wirklich nur registrierte Benutzer darauf zugreifen können. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel app-config disable Anonymous Store und disable Anonymous Pad Creation schon mal aktivieren. Das heißt, dass anonyme Benutzer einfach nicht in der Lage sind, direkt den Speicherplatz zu nutzen oder auch sogenannte Pads zu generieren. Das kann ich hier in der Config schon mal einstellen. Da suche ich mal hier nach Anonymous. Disable User List Notification. Anonymous Store hier. Da hätten wir jetzt hier app-config disable Anonymous Store. Das ist halt der Storage. Das Ganze hat auch ein Drive, so ähnlich wie die Nextcloud. Da kann ich dann meine Daten drin abspeichern, weil ansonsten werden meine CryptPads nach einer gewissen Zeit automatisch wieder gelöscht. Das ist auch sinnvoll, weil man ja nicht möchte, dass diese Daten dauerhaft irgendwo im Internet erreichbar sein sollen. Also sage ich jetzt hier CryptPad disable Anonymous Store, sage ich jetzt hier True. Wichtig ist, dass es eigentlich nur ein Client-Side-Setting, da habe ich halt Bewusstsein, was das bedeutet. Und hier sage ich auch noch Disable Anonymous Pad Creation auch nochmal True. Und das ist jetzt schon mal eine ganz wichtige Einstellung und damit kann ich das Ganze auch schon mal entsprechend absichern. Wenn ihr das überhaupt nicht möchtet, wenn ihr möchtet, dass eigentlich gar keiner wirklich diese Software nutzen kann, der nicht einen Account hat, dann müsst ihr aber für jeden Benutzer einen Account erstellen, dann könnt ihr auch diese Einstellung hier vornehmen. Das habe ich euch auch noch mal hier rausgesucht. App-config registered only types. Die ist hier relativ weit am Anfang zu finden. Available pad types. Da müsstet ihr das hier auskommentieren, auch wieder mit den 2 Slashen. Und dann könntet ihr das hier reinpasten. App-config registered only types. Und dann können wirklich nur noch registrierte Benutzer mit dieser App arbeiten. Dabei müsst ihr aber bedenken, dass das auch bedeutet,
dass dann auch Dateien nur noch mit Leuten geteilt werden können. Also ihr könnt ja da Links sharen und dann gemeinsam an Dateien arbeiten, die auch ein Konto auf eurer CryptPad-Installation haben. Das ist noch ganz wichtig und das ist manchmal ein bisschen aufwendig, weil da müsst ihr für jeden User einen eigenen Account erstellen. Damit macht ihr das Ganze aber natürlich noch sicherer. Das ist wirklich das sicherste, was ihr dort einstellen könnt. Ich sage jetzt hier aber mal Ctrl-O, ja, gespeichert, Ctrl-X beenden. Wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt, dann könnt ihr wirklich hier diesen Punkt auch nochmal anschauen, weil hier wird dann im Detail nochmal erklärt, wie ihr diese Einstellung halt vornehmen könnt. Wir wollen nachher auch natürlich noch die Registrations deaktivieren, denn ich möchte nachher, dass Menschen sich wirklich nur dort anmelden können, wenn ich ihnen einen Invite-Code erstellt habe oder einen User-Account für sie angelegt habe. Ich möchte nicht, dass sich jeder selbst an meiner Instanz anmelden kann. Dazu muss ich natürlich erstmal Admin sein. Also hier machen wir jetzt noch den nächsten Schritt. Wir müssen hier den Admin-Key dann nachher noch in die Config packen. Das ist noch ganz wichtig. Ich schaue mal, ob sich der Nginx jetzt schon starten lässt, auch mit der unvollständigen DH-Palm-Konfiguration. Sonst müssen wir hier halt noch ein wenig abwarten. Systemctl Status Nginx als Root wieder. Und jetzt machen wir mal Reload. Da sagt er jetzt, er ist noch failed. Da können wir jetzt mal schauen, warum. Ja, ihm fehlt jetzt halt diese DH-Palm-Datei. Also da müssen wir jetzt im Hintergrund noch ein bisschen abwarten. Wenn ihr CryptPad einfach nur mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das auch machen auf cryptpad.fr. Dort gibt es eine Public-Instanz direkt vom Projekt und dort könnt ihr auch diese Sachen direkt alle mal ausprobieren und ihr könnt euch da auch einen gehosteten Account abonnieren für kleines Geld. Also hier könnt ihr dann nachher dann zum Beispiel einfach mal auch ein Pad erstellen, das mal teilen und dann auch mal schauen, wie sich die Software eigentlich hier genau anfühlt. Also ich habe jetzt hier mein Pad offen, könnte das jetzt teilen mit anderen Usern und dann gemeinsam an dieser Datei arbeiten. Das ist wirklich eine ganz feine Sache. Und hier seht ihr dann natürlich auch das Drive. Da kann ich dann meine Daten speichern, wenn ich einen entsprechenden Account habe. Es gibt noch andere Instanzen, zum Beispiel CryptPad.digitalcourage. Die ist aktuell noch eine freie Instanz, die ihr einfach nutzen könnt, cryptpad.digitalcourage.de. Da könnt ihr euch auch registrieren und das Ganze dann dort bei Ihnen nutzen. Ich möchte das natürlich unter meiner eigenen Kontrolle haben, das sind meine eigenen Daten, deswegen möchte ich meine Instanz natürlich gerne selber hosten. Ich empfehle euch das auch, aber wenn ihr wirklich die Software einfach mal anschauen wollt, dann eignet sich sowas natürlich auch sehr gut. Hier seht ihr auch schon den Funktionsumfang. Hier gibt es einmal, wie gesagt, die Tabelle, das habt ihr standardmäßig nur, wenn ihr diese OnlyOffice-Integration mit aktiviert habt. Dann habt ihr hier noch Kanban-Boards, Code, das ist Markdown, Formular, da könnt ihr Umfragen mit erstellen, auch eine ganz tolle Sache. Diagramme könnt ihr zeichnen oder auch Markdown-Slides, das finde ich halt auch noch wirklich ganz fein. Und das könnt ihr alles mit dieser Lösung machen und das Ganze dann sharen, teilen, gemeinsam bearbeiten und natürlich im Drive abspeichern. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel diese Markdown-Slides mal machen. Da sage ich jetzt mal hier, Raute, tolle Präsi. Dann sage ich jetzt Sternchen, Punkt 1. Und dann könnte ich sagen minus, minus, minus und habe dann schon hier die zweite Folie. Ich sage jetzt hier wieder Raute, zweite Folie. Und kann dann hier zum Beispiel die Präsentation auch direkt dann anzeigen lassen. Und dann hier durchscrollen. Also so könnt ihr das Tool halt nutzen. Entdeckt das wirklich mal, wie das nachher auch funktioniert, was man damit alles machen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich finde es eine der tollsten Lösungen, die es heutzutage gibt für das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Also es ist wirklich ganz toll. Und wenn ihr das dann bei euch installiert habt, dann könnt ihr das auch mit euren Freunden, mit der Familie und so weiter zusammen nutzen. Ich warte jetzt hier ein bisschen, ich spule das jetzt hier ein bisschen vor, damit wir hier diese DH-Palms nachher generiert haben und dann die Konfiguration tatsächlich auch abschließen können. Also das ist der Punkt, da müsst ihr euch wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Das dauert leider etwas, aber nachher ist das ist eine einmalige Sache und danach ist das dann fertig.
So, jetzt ist er hier mit der Erstellung der DH-Palms auch schon durch und ich kann jetzt nochmal schauen, ob ich den Nginx Webserver oder Proxy-Server jetzt neu starten kann. Dazu gebe ich nochmal den Befehl systemctl restart Nginx ein und jetzt hat er den hier auch sauber neu gestartet. Ich schaue mir jetzt noch mit Status an, ob er jetzt läuft. Ja, das sieht doch gut aus. Und jetzt kann ich schon mal versuchen, ob ich hier auf meine Domain cryptpad.spacefarm.ch auch drauf komme. Und das ist tatsächlich so. Es kann jetzt noch sein, dass bei euch hier noch HTTP standardmäßig aktiv ist. Da müsstet ihr noch einen Redirect erstellen. Das könnt ihr auch in etc-nginx-conf.d. Zum Beispiel erstellt ihr da eine Datei nano redirect.conf und könnt dort dann alle Zugriffe, die über HTTP erfolgen, direkt auf HTTPS weiterleiten. Das sieht dann hier ungefähr so aus. Das speichere ich jetzt hier mal ab, Ctrl-O, Ctrl-X und kann dann jetzt nochmal den Nginx Webserver neu starten. Wenn ich das jetzt hier alles gemacht habe, dann habe ich jetzt hier schon die Möglichkeit, mich hier einmalig mal zu registrieren. Die Registrierung ist ja im Moment noch offen. Ich gebe jetzt hier also mal Benutzername an, Astronaut und ein Passwort. Das muss ich mir natürlich merken, weil sonst kommst du nachher nicht mehr an deine Daten dran. Das sagt er hier auch nochmal. Jetzt wird dein User auch entsprechend eingerichtet und halt dein Account komplett verschlüsselt. Das Ganze ist vollständig verschlüsselt, also du kannst hier wirklich sicher sein, dass da nichts passiert. Hier gehst du jetzt auf deinen Account und kannst dann jetzt zum Beispiel hier in den Einstellungen, da müssen wir noch Pop-ups erlauben, das machen wir, und kann dann hier in den Einstellungen diesen öffentlichen Schlüssel hier rauskopieren. Dieser öffentliche Schlüssel ist auch das, mit dem ich hier meinen Admin einrichte. Das ist noch ganz wichtig, weil wir möchten ja, dass ein Admin-Account nachher auch entsprechende Einstellungen vornehmen kann. Dazu öffne ich hier nochmal diese Doku, denn dort wird das genau erklärt. Das erfolgt jetzt wieder als CryptPad-User in der Hauptkonfiguration. Ich muss also su-cryptpad machen und kann jetzt hier nano und dann diese config cryptpad config.js machen. Und jetzt gibt es hier einen Punkt, in dem halt diese Admin-Accounts definiert werden. Hier hatten wir vorhin die URL für die Safe- und Unsafe-Zugriffe definiert. Und jetzt müssen wir hier mal schauen, hier werden die Ports auch noch definiert. Die sind ja standardmäßig hier auf 3000 und 3003. Und hier müssen wir jetzt mal schauen, wo der Admin ist. Da sehe ich schon die Admin-Keys, also hier gibt es oben Beispiele und hier muss ich jetzt meinen Key in dieser Form hier entsprechend einfügen. Also ich mache jetzt hier mal ein paar Spaces, dann mache ich hier schon mal ein Anführungszeichen und dann kommt jetzt hier mein Key, den habe ich jetzt hier in den Einstellungen, das ist mein persönlicher Key und mit diesem Key kann ich jetzt hier meinen Admin einrichten. Den paste ich jetzt hier rein. Dann muss das Ganze wieder mit Anführungszeichen und einem Komma abgeschlossen werden, hier in dieser Konfigurationsdatei. Und ich kann das Ganze dann abspeichern und beenden. Jetzt gehe ich wieder raus und kann jetzt sagen systemctl restart cryptpad und kann dann mal schauen, ob ich denn jetzt tatsächlich schon Administrator bin. Jetzt mache ich hier mal einen Reload im Web. Und kann dann hier den Punkt Administration auch schon aufrufen. Das seht ihr hier, das ist hier Admin. Das hat also super geklappt. Also hier kann ich jetzt die Administrationseinstellungen festlegen und hier kann ich dann auch noch unter dem Bereich Users dann die Registrierung tatsächlich dann entsprechend disablen. Also hier kann ich Registrierung deaktivieren und dann kann sich auch kein Benutzer mehr an diesem System registrieren. Ihr habt also mit CryptPad eine super Lösung, mit der ihr gemeinsam Dokumente bearbeiten könnt, die ihr zentral verschlüsselt auf eurem Server speichern könnt. Also ihr könnt hier natürlich wie üblich über diese Punkte dann eure entsprechenden Dokumente erstellen, die dann auch teilen. Hier über diesen Teilen-Button, das haben wir so konfiguriert, dass das möglich ist, auch ohne Account. Ich kann jetzt hier sagen teilen, könnt jetzt hier den Link kopieren und den könnte ich dann jemandem mitgeben, der dann auch mit mir an diesem Dokument gemeinsam arbeiten kann. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren dieser Lösung. Installiert sie mal,
Es ist etwas schwieriger als die anderen Lösungen, die ich bisher vorgestellt habe, aber es macht sehr viel Spaß. Es macht auch Spaß, diese Community zu entdecken, sind alle sehr freundlich, also kommt vorbei und wenn ihr Fragen habt, dann schaut auch bei uns in der Telegram-Community vorbei. Dort helfen wir dir garantiert weiter. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!